Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir verzweifelt versucht, die Lanze von Kresnik zu finden. Allerdings ist sie gar nicht mehr hier. Und wir haben jetzt nun auch herausgefunden, wer für die Explosion verantwortlich war, nämlich Agria, die zu Gaios Gefolgsleuten gehört, nicht zu der Chimäre oder wie man das ausspricht, ich habe keine Ahnung, ich merke es mir einfach nicht. Und wir haben sie auch im letzten Part ein bisschen verkloppt, um herauszufinden, ob sie irgendwie weiß, wo die Lanze von Kresnik ist, beziehungsweise wo sie jetzt versteckt wird. Und sie sagt zu Lea einfach die ganze Zeit nur, dass sie stinkt. Ja. Und ja, weiter geht's. I should warn you, I'm still not used to the sensation of sweating during exertion. Couple that with my somewhat clumsy sword grip, and well, you might consider being a little more cooperative. Where is the lance? A secret passageway runs under the laboratory. It connects to Orda Palast. And that is? That's the palace Nachtigal rules from. I've never heard of this passageway. Is it still usable? Only if you're a worm. It's caved in now. So we can't use it. Hey, get back here! Maxwell, one of these days, I'm going to rip that pretty face of yours to pieces! And you, pimple, listen up. Work, work, work as hard as that scrawny body of yours can handle, and you'll still wind up with only two things: Jack and squat. Why do you say stuff like that? That girl has serious issues. Orda Palast, the enemy stronghold. We should be careful. I know. Let's check things out first. Ich kann Agria einfach auf den Tod nicht ab. Why did that Agria girl say such awful things to me? Is that wretched little urchin actually nobility? Yes, I do believe that she is the scion of the Travis family. The Travis estate was destroyed by arson a few years ago. Most of the Travises died in the blaze. She lost her whole family? No wonder she turned out that way. How interesting. You can sympathize with someone you despised mere seconds ago. Yeah, I guess that's the kind of thing Agria would say reeks of naivete. Perhaps she would. But I find it to be a kind and gentle smell. I agree. Oh dear. Perhaps we're starting to smell a bit cheesy ourselves. Thanks, you guys. So, wie geht's sich zum Orda Palast, wo wir auch schon im letzten Part versucht haben hinzukommen? Da lang. Aber wir wurden ja eigentlich nicht reingelassen. Weil wir sind ja eigentlich Schwerverbrecher, wenn man das so mal sagt. Und ich glaube, man möchte uns vermutlich das auch anhängen, dass wir verantwortlich dafür sind, dass Agria einfach mal das Labor in die Luft gejagt hat, weil sie eigentlich die Lanze von Kresnik zerstören wollte. Ich werde hier einfach mal sicherheitshalber speichern. Und ja. Es wird jetzt ein bisschen wieder actionreich, sage ich mal. Also die nächste Zeit wird sehr actionreich, sage ich mal. Also sehr, sehr storylastig. Und es wird auch sehr viel passieren. Huh. I figured security would be tighter than this. I don't suppose we could just charge inside. That wouldn't be prudent. This is their stronghold. Rowan? What's the matter? I was just weighing options. I think Jyde might have the right idea here. Whoa, hey now, are you serious? For once, Mila's telling us to be cautious and not charge in. Do you have a plan? More of a hunch, actually. Shall we test it? If it's good enough for Rowan, count me in. Stop right there! Gut, dann los stürmen! Watch out!
Welches Level hatten die? Sehr gut. Ah, ich wusste gerade echt nicht, wo ich bin. Was machen wir? Okay. Ich muss sagen, ich finde deren Kriegskleidung ziemlich cool gestaltet. Besser, ich finde sie schöner als diese roten Klamotten, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Fan von Rot, also keine Ahnung, ich mag Rot nicht so wirklich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich April dann nicht so wirklich mag. Stimmen wir weiter, oder? Ja, okay. Any reinforcements? Looks clear. But this is the king's house. Shouldn't he have more soldiers? It could be a trap. No doubt the Rashagal army has already been deployed for war with Azul. But wouldn't they tighten security around the royal palace in wartime? Except for the natural and man-made barriers that protect Fenmont in the north and south, it has few defenses in the event of a siege. If the enemy army breaches its walls, the city is as good as fallen. Troops are wasted here in wartime, so the majority of them are deployed to fortify the naval defenses in Fort Kandala. That makes sense. But it also means war is imminent. We can't waste this opportunity. Indeed. Gut. Möchte was nomsen. Ich glaube, ich muss vorher noch einkaufen gehen. Weil ich schon hier bin, dann möchte ich auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte farmen. Ist nämlich mal unverständlich. Och, wie lange ist denn der Fort Kandala weg? Fort Kandala. Ach Gott, ich bin schon so richtig verwirrt. So, wo war da nochmal was zu nomsen? Links. Dann werde ich mich hier nochmal mit Essen eindecken. Dann werde ich mir erstmal die Natronreis reinschmeißen und dann ein bisschen was zu kaufen. Du bist mir zu teuer. Ein bisschen Geld kann nicht schaden. So. Fisch im Topf. Mabo Curry. Darauf steht Level Set voll. Zack. Jetzt haben wir. Stufe 51. Das ist schön. So. Kann ich mich jetzt eigentlich zum Orda Palast porten, oder? Mann. Fenmont? Nee. Gut. Achso, ich war ja noch reich drin und ich Trottel. Ja klar, dass ich mich nicht porten kann, weil ich noch nicht drinnen war. Ich war ja nur auf der Brücke. Drinnen war ich halt noch nicht. Aber es ist sehr interessant, was Rowan gesagt hat, dass einfach, wenn Fenmont wirklich eingenommen wird, dass es eigentlich komplett, kannst du Fenmont eigentlich umschmeißen. Und das eigentlich von einer Königsstadt, sag ich mal. Es ist ja genauso, wenn Kanbala da nicht geschützt wird. So, wir sind jetzt im Orda Palast. This is a lotus ring, a device that ferries people throughout Orda Palast. We must use it to proceed further. All aboard? So. Speichern brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir gehen ein Stockwerk weiter rauf. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es ist 3 Stockwerke lang. Wow, Orda Palast is huge! And it's so sparkly and pretty!
The entirety of Orda Palast was made out of a single lumen tree. They channeled spirits to grow it into the shape of this giant palace in just 5 years. This is a single tree? Wow, their spirit arts are incredible. Oh, you guys actually believe me? No, not at all. We just thought it sounded true. Isn't that the same thing? Was ich jetzt eigentlich noch machen möchte, ist einfach, weil wir jetzt so richtig in Kampflaune sind, Jude Outfit einfach mal in. Oder in Schuluniform. Nein, wir lassen ihn natürlich im Yuri-Kostüm herumlaufen, was ich richtig episch finde. Ich mag das Yuri-Kostüm sehr gerne. Ach, Mensch! Hallo! Ist ja nett. Ach, was so. Nur die Dinge. Wow. Ihr verschwendet meine MP. Ich muss sagen, ich habe sehr lange kein Xillia 1 mehr gespielt. Das ist die Steuerung für mich ein bisschen recht ungewohnt. Es ist halt so einfach, wenn man privat andere Spiele spielt, oder zumindest die halt eine ähnliche Steuerung oder sowas haben, dass man eigentlich komplett aufgeschmissen ist. Weil die Steuerung halt eben komplett anders ist, beziehungsweise doch gleich ist. Und ja. Darf ich jetzt weitergehen, ohne dass ich dauernd von irgendwelchen Monstern angegriffen werde? So, das ist der Orda Palast. Suche die Lanze von Kresnik. Wir müssen natürlich darauf. Und ja. Ich werde jetzt so gut wie geht sehr viele Gegner mitnehmen. Einfach aus dem Grund, damit wir später nicht so viel leveln müssen. Ach, ich liebe Rising Falcon. Das ist meine Lieblingsattacke. Die spamme ich so gerne mit Jyde und Elvin. Zumindest in diesem Teil, im zweiten Teil, spiele ich nicht wirklich mit Jyde, sondern mit dem anderen Charakter, der dort vorkommt. Ja, es ist die einzige Möglichkeit, Jyde. Och, es regt mich so auf, meine Stimme. Dass ich mich anhöre wie ein weiß ich nicht was. Ich muss halt aufpassen, weil ich nicht weiß. I can't believe I'm visiting Orda Palast. It's like a dream come true. This isn't visiting. This is breaking and entering. Welcome to Rashagal's Most Wanted. Don't mess with me. Doch, wir messen uns with you. Oh nein, der zaubert da hinten wieder. Oh, volle Wäsche rein. Aber ich würde gerne wieder Elise mit reinnehmen. Achso, ich habe schon wieder das Ding voll. Ich würde jetzt einfach mal hier voll gerne Elise wieder mitnehmen. Statt Lea. So. Damit sie auch ein bisschen was tun kann. So. Oh, eine Steinmünze. Münze. So. Die haben auch hier komplettes Waffen. Komplettes Waffenarsenal, also echt ein Wahnsinn. Muss man ihnen schon lassen, den Rashagal-Leuten. So. Hier ist ein Sack. Oh, schwarze Federn. Die brauchen wir natürlich auch für die Sidequest. Oh, noch mehr. Oh, schön. Ja, genau. Nein, ich will... Wie? Da muss sie mich ja mit ihren Haaren getroffen haben. Ich muss auf meine MP achten. So. Das heißt Diving Falcon? Ich verstehe nur schon Rising Falcon. Okay, da sagen sie Diving Falcon und irgendwie ist es gerade voll laut. Aua! Okay, sie haben mich eigentlich gar nicht getroffen, wenn ich ehrlich bin. So. Dann machen wir jetzt die Truhe auf. Dunkelheitsumhang. Cool. So.
Da haben wir was. Da ist ein Sack. Wie konnte ich den übersehen? Mysteriöse Perle. Die müsste es eigentlich auch überall die Eifried-Schätze geben, aber ich bin... Oh, du hast ein Rufzeichen auf dem Kopf. Du bist ein bisschen schwerer. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Einfach mal alle so richtig schön umgeschmissen. Das kann ich nämlich sehr gut. So, mega. Au, 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 au. Au. Sind alles so richtig schön vergiftet, das freut mich. Das wollte ich nicht. Doch nicht. Okay, ich dachte gerade, dass Mimila stirbt, aber war doch nicht der Fall. Zum Glück. So. War doch ein bisschen heftiger, als ich dachte. Sind wir jetzt eigentlich... Es geht. Es geht. So, hier haben wir zurück. Jetzt haben wir wieder Affen. Hier sehen wir überall ein Affenarsenal. Ja? Wunderschön. Oh, Geld. Sie könnten hier ruhig mehr Geld verstecken. Ich meine, es ist doch ein Palast. Vielleicht finden wir auch die geheime Schatzkammer von Nachtigal. So, gut. Dann gehen wir hier weiter rauf. Der Parkourer! Der Parkourer! Der Parkourer! Was ist jetzt mit der Parkourer? Was ist jetzt mit der Parkourer? Was ist denn das für ein Gegner? Den ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ist die Parkourer weg? Wow. Was tut ihr eigentlich da hinten? Aua. Voll in die Fresse. Und zack. Nein, Mila. Ist die Parkourer noch da oder ist die wieder weg? Nein, die Parkourer ist weg. Frechheit. Aber so richtig. Was passiert da? Also wir sind eh schon im zweiten Stock. Naja, passt ja. Das ärgert mich jetzt, dass die Parkourer weg ist, aber okay. So. Wir sind jetzt im nächsten Stockwerk und da geht es nochmal weiter rauf vor den Raum von Nachtigal. Ich weiß, glaube ich, aber hier die Gegner gar nicht mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde jetzt einfach hier nur noch die Räume untersuchen und dann werden wir uns vor den Raum stellen. So, da ist noch ein Typi. Da ist eine Schatztruhe. Bei wie viel haben wir dann noch? 4 Kämpfe könnten wir theoretisch noch bestreiten. Dann werde ich die sogar jetzt auch onscreen machen. Ja, der Pal hat ein bisschen in die Überlänge gezogen, aber egal. So, kommst du, Jyde? Oh, jetzt sind da Fledermäuse. Spielen wir jetzt Vampire? Oh, schon vorbei. Okay. Ist hier eigentlich irgendwo? Nein, hier ist nirgendwo. Aber wirklich nirgendwo ein Eifried-Schatz. So. Einen Runenreif haben wir hier. Was heißt doch, einen Sack haben wir hier. Hier haben wir ein Horn. Und rabenschwarzes Federn. Wow, jetzt könnten ruhig mehr reinpacken. Die Olle ist weg, okay. Ne, da ist nirgendwo ein Eifried-Schatz. Ne.
So, schwarze Federn. Immer schwarze Federn? Nein. Das Spiel weiß, glaube ich, langsam nicht mehr, was es mir geben soll. Bäh. Tschüss. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich ein Stockwerk weiter rauf. So. Aber ich finde es sehr interessant, dass sie hier jetzt die Räume einfach so versiegelt haben. Es sind überall Luftgegner. Also ich glaube nicht, dass König Nachtigal so allzu schwer wird, falls wir gegen ihn kämpfen müssen oder falls wir auf ihn überhaupt treffen. Vielleicht kann es sein, dass er bereits in diesem Kriegsgebiet ist und einfach die Truppen anführt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert oder wie es funktionieren soll. Gerade was ich da tue. Trennungsspaß. Es gibt wirklich Trennungsspaß. So. Passt. Dann haben wir das hier eigentlich erledigt. Jetzt steht in der Truhe noch. Geld. Und gut, dann werde ich aber hier noch die letzten 2 Kämpfer mitnehmen. So. Damit wir im nächsten Part die Lanze von Kresnik eventuell finden können. Passt. Achso, nein. Sie lebt noch. Okay. Sie habe ich gar nicht gesehen. Wie man nur das Hammer Smashing von mir hört. So, Jyde hat ein Level Up. Das ist schön. Und dann nehmen wir noch dich mit. Dann sind wir nämlich komplett fertig. Haben wir nämlich den Orda Palast in dem Part auch schon fertig gemacht. Haben alles angeguckt. Den Raum durchsucht. Huch. Ich würde auch gerne solche Saltos machen können. Wow, das war voll daneben. Meine Werte haben. So. Und jetzt Jyde ist eigentlich schon Stufe 38, wenn ich mich erinnere, oder? Genau. Also ich nehme mal an, wir sind recht gut im Level. Ich wüsste echt gar nicht, wo hier irgendwo ein Eiffelschatz sein sollte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber naja. Da ist was. So. Aber dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part von Tales of Xillia. Im nächsten Part begeben wir uns mal durch dieses wunderschöne Tor, wo ein Speicherpunkt davor ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.